Herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe Stark durch die Erkältungszeit. Eine Zeit, die meistens von O bis O, von Oktober bis Ostern dauert und die doch jeden von uns betrifft. Wir wollen uns anschauen, wie wir natürlich vorbeugen können und aber auch, wenn es uns erwischt hat, begleiten können. Wichtig ist, ich bin kein Arzt oder Heilpraktiker, sondern ich stelle hier rein informativ Informationen zur Verfügung und es ersetzt keinen Besuch beim Arzt. Als erstes schauen wir uns an, wie die Anatomie der Atemwege ist und auch wie das Immunsystem funktioniert. Wir teilen die Atemwege in die oberen Atemwege, die Nase, die Nebenhöhlen und den Rachenraum ein und die unteren Atemwege, die beim Kehlkopf beginnen, dann die Luftrohre, die Bronchien und die Lunge. Wir atmen mit jedem Atemzug Luft in unsere Lungen ein. Dort findet der Gasaustausch statt, wir nehmen Sauerstoff auf und Kohlendioxid wird abgegeben. Ein faszinierendes, perfekt funktionierendes System, das uns der Schöpfer geschenkt hat. Wir schauen uns jetzt die Nase noch mal ein bisschen genauer an. Die Nase, wirklich ein Wunderwerk Gottes, filtert die Luft, sie wird auch gereinigt, die Luft wird befeuchtet und sie wird erwärmt. Gerade jetzt in der Winterzeit ist es besonders wichtig und faszinierend finde ich, dass zum Beispiel, wenn es draußen minus 10 Grad hat, die Luft in unseren Lungen 30 Grad schon hat. Das heißt, dieser kurze Atemzug reicht, um die Luft von minus 10 Grad auf 30 Grad zu erhöhen. Wirklich faszinierend. Faszinierend ist auch, dass wenn wir durch die Nase atmen, die Sauerstoffaufnahme erhöht wird, und zwar durch ein Gas, was in der Nase gebildet wird, das Stickstoffmonoxid. Und das Stickstoffmonoxid ist ebenfalls dafür zuständig, dass Bakterien, die eindringen, von außen abgetötet werden. In der Nase haben wir die sogenannten Schleimhäute. Schleimhäute ist eine Zellschicht mit kleinen Flimmerhärchen. Das kann man sich vorstellen wie so kleine Haare, die auf den Zellen drauf sind, die sich immer hin und her bewegen. Und die sozusagen alles, was in die Nase reinkommt, wieder nach draußen transportiert. Die bewegen sich hin und her. Das funktioniert tatsächlich aber nur, wenn die Schleimhäute feucht genug sind. Das heißt, genug trinken ist hier sehr, sehr wichtig. Wenn jetzt Viren und Bakterien eindringen, dann können die Schleimhäute diese mit den Flimmerhärchen nach draußen transportieren. Wir haben ein wunderbares Immunsystem, das der liebe Gott uns geschenkt hat. Wir haben im Hals einmal die Rachenmandeln oder die verschiedenen Mandeln, es gibt verschiedene, und wir haben die Schleimhäute. Zusätzlich haben wir im Speichel das Lysozym, was hilft, dass Eindringlinge sozusagen verdaut werden und abtransportiert werden. Und wir haben das Stickstoffmonoxid, von dem ich vorhin schon gesagt habe. Und das ist sozusagen unser Schutzschild, die erste Front gegen Viren und Bakterien. Wir haben, wenn wir uns das Immunsystem anschauen, einmal eine unspezifische Abwehr, die ist sofort aktiv, die ist immer aktiv und die hilft uns, wenn Bakterien und Viren eindringen, dass der Körper sofort reagiert. Wir haben eine spezifische Abwehr, die B- und die T-Zellen, und die brauchen aber mehrere Tage bis Wochen, bis sie so funktionieren, dass sie uns auch wirklich helfen können. Das heißt, wir kämpfen sofort dagegen, aber der Körper arbeitet im Hintergrund daran, dass wir spezifisch auf bestimmte Bakterien oder Viren antworten können. Wir haben verschiedene Botenstoffe im Immunsystem. Das ist ein perfekt abgestimmtes System. Ich kann euch heute leider nur einen kleinen Teil davon mitgeben, weil es sehr, sehr komplex ist, aber es ist wichtig, dass man das vielleicht schon mal gehört hat. Wir haben Interleukine, die sind für das Fieber zuständig und die Immunsystembildung, also dass genug Immunzellen gebildet werden. Und wir haben die Interferone, die sozusagen für die Bildung von körpereigenen Virostatika zuständig sind und die auch für die Kommunikation zwischen den Immunzellen dafür zuständig sind. Das heißt, wenn irgendwo Bakterien eindringen, dann ruft jemand: Hallo, hallo, hier, wir brauchen Hilfe. Und das funktioniert über diese Interferone, die dann andere Immunzellen anlocken. Und so haben wir ein perfekt abgestimmtes System, was im Normalfall gut funktioniert, wenn wir ihm die richtigen Bedingungen geben. Und über diese Bedingungen möchten wir in den weiteren Videos auch sprechen. Ich bedanke mich für euer Zuhören und bis bald.